Moin meine Lieben, ich bin Mo von VR, ich bin Mutansen und ich habe Journey to Foundation gespielt auf der PlayStation VR 2 und wollte euch jetzt gerne mal meinen Eindruck vermitteln. Vielleicht merkt ihr schon, dass durch die Tatsache, dass ich hier sitze, irgendwas anders ist als sonst. Normalerweise bin ich nämlich in-game und mache euch da irgendwie so ein 10 bis 20 Minuten Review oder First Impression und dann wisst ihr, was los ist. Diesmal war alles ein bisschen anders, aber fangen mal der Reihe nach an. Journey to Foundation kommt heute am 26.10.2023 raus, kostet 34,99 und ist ein Science-Fiction-Abenteuerspiel, das sich halt in diesem Universum der berühmten Asimov-Romane bewegt. Witzigerweise habe ich da privat auch gerade einen Fokus drauf, weil ich angetriggert durch die Apple TV-Serie angefangen habe, mir auch die Bücher durchzuhören. Ja, jedes Mal, wenn ich koche, höre ich die Hörbücher dazu und fand das deswegen super spannend. Außerdem sah es bisher in den Trailern und den Screenshots gut aus, also geht's los. Ihr seid ein Agent des Imperiums und müsst ein bisschen gucken, da gibt es irgendwelche Unruhen am Rande der Galaxis. Ihr reist dahin und schaut mal, was geht. Das ist die grobe Story und die entwickelt sich dann eigentlich auch ganz interessant weiter. Was bemerkenswert ist, das komplette Spiel ist in Deutsch, tatsächlich. Ihr Eifer ist löblich. Allerdings, das Imperium ist ein Schatten von dem, was es einst war. Sehen Sie sich nur die Phalanx dort an. Deutsche Sprache, von vorne bis hinten, das ist schon mal eine geile Geschichte. Es gibt sehr viele Dialoge. Ja, ihr werdet mit sehr, sehr vielen Leuten sprechen und habt dabei immer so Auswahlmöglichkeiten, was ihr sagt, wie ihr es sagt. Später bekommt ihr dann noch die Möglichkeit, auch mental auf die Leute einzuwirken und so noch Informationen aus denen rauszukitzeln oder tatsächlich ihre komplette Stimmung für irgendwas zu verändern. Ja, das ist eure mentale Fähigkeit. Außerdem werden sehr viele Storybrocken oder überhaupt die Lore der ganzen Welt so ein bisschen transportiert, weil ihr überall Kapseln findet, wo so ein kleiner Text drin ist. Da erfahrt ihr was über die Leute, die auf den verschiedenen Stationen leben. Nicht besonders immersiv, aber kann man machen. Diese ganzen Gespräche führen immer dazu, dass ihr dann eine kleine Action-Aufgabe habt. Manchmal irgendeinen Schalter umlegen, manchmal gibt es wirklich eine Schießerei und dann wird wieder gesprochen und gesprochen. So entwickelt sich die Geschichte fort. Ich habe jetzt für circa 1,5 Stunden reingespielt und dann erstmal aufgehört, aus verschiedenen Gründen. Was Journey of Foundation oberflächlich liefert, ist eigentlich ganz gute Grafik. Ja, die ist sichtbar, was die ganzen Geometrien angeht, auf Mobile-Niveau, hat aber tatsächlich ganz schönes Shading. Das ist auf jeden Fall optisch eigentlich ansprechend, aber auch nichts Besonderes. Ja, der Art-Style in der ganzen Geschichte, was das Environment angeht, ist eher so durchschnittlich generisch, aber nett gemacht. Die Charakter wiederum finde ich ganz interessant. Die Charakteranimationen sind aber wirklich hölzern. Was man besonders manchmal in Gesprächen merkt oder während man interagiert, dass Animationen einfach gar nicht flüssig ineinander gehen. Ja? Plötzlich springt die Figur und macht was komplett anderes. Und damit sind wir jetzt auch schon ein bisschen an der Strecke, wo es eigentlich um die Probleme des Spiels geht. Denn die hat es definitiv. Zu den massivsten Problemen komme ich ganz zum Schluss. Müsst ihr ein bisschen warten. Aber jetzt erstmal die normalen Game-Geschichten. Die Unterhaltungen sind ein wenig zäh. Ihr könnt auch während ihr euch unterhaltet nichts machen. Ihr seid festgenietet an eurem Platz und was anderes geht nicht. Finde ich in VR immer so ein bisschen weird. Kann man machen, muss man nicht, ist nicht so wild. Was einem aber sofort auffällt, nachdem man aus dem ersten Shuttle in die große Raumstation des Imperiums aussteigt, es ist klein. Alles ist klein. Und auch in der großen Raumstation lasse ich mir das noch gefallen. Da gab es manchmal größere Säle, die sind aber nie wirklich größer als hier mein Wohnzimmer. Spätestens, wenn wir anfangen, auf irgendwelchen Planeten zu landen und mal rauszugehen, fällt einem auf, dass wirklich einfach nach 2-3 Metern immer eine haushohe Mauer kommt. Ja, manchmal sind es einfach nur Steine, manchmal Metallwände. Es fühlt sich alles extrem klaustrophobisch an. Auch das ist eigentlich nicht so schlimm, wenn es nicht so deutlich spürbar wäre, dass das halt der Performance der mobilen Plattform geschuldet wäre. Ja? Und das einfach mit der Tatsache, dass man da keine komplexen Welten bauen kann, sehr, sehr ungeschickt umgegangen wurde. Die generelle Bildschärfe auf der PlayStation VR 2 ist eigentlich okay. Ja, die ist nicht gut, aber okay. Aber sie hat noch ein anderes Problem. Auch dazu komme ich später. Eigentlich fühlt sich das ganze Spiel so ein bisschen an, als hätte jemand Star Wars Tales from the Galaxy's Edge gesehen und versucht nachzubauen, aber er hat dafür jemanden engagiert, der seit
einem halben Jahr die Unreal Engine bedient. Das muss man mal ganz klar sagen. Ja, dieses Spiel ist einfach null polished. Alles hakelt ein bisschen, alles fühlt sich komisch an. Zwischen den Dialogen gibt es immer merkwürdige 1-2 Sekunden Wartepause, wo man sich fragt, was gerade los ist. Actionsequenzen sind vollkommen belanglos. Ja, ihr bekommt einen Blaster, der kann auch eigentlich die Art und Weise, wie er schießt, ändern. Ich habe aber in der Praxis überhaupt gar keinen Unterschied gemerkt. Was ich gemerkt habe, dass immer wieder dieselben Gegner mit immer wieder denselben Animationen ankommen und überhaupt nicht clever sind. Die machen gar nichts. Ihr schießt aber unendlich oft drauf mit einem Blaster und dann fallen sie irgendwann um. Das fühlt sich halt überhaupt nicht nach einem Feuergefecht an, sondern einfach nur nach einer nervigen Aufgabe, die erledigt werden muss. Sämtliche Schalterrätsel etc. sind auch vollkommen belanglos. Oft müsst ihr irgendwelche Nummern in ein Pad eingeben, um eine Tür zu öffnen. Die Lösung der Nummer liegt meistens 3-4 Meter von euch entfernt in irgendeinem Cube, der eine kurze Textnachricht enthält. Und auch die Kletterpassagen funktionieren, sind aber absolut durchschnittlich. Was halt wirklich auffällt, ist, dass das Spiel einfach keinen Fluss bekommt. Immer wenn ihr denkt, so jetzt könnte es aber langsam losgehen, merkt ihr, nee, das bleibt jetzt wirklich so. Es ist einfach irgendwie eng, klein, hölzern und anstrengend. Das ist sehr schade, denn ich habe sehr Bock gehabt auf so ein Weltraumabenteuer, was einen einfach wieder mitnimmt. Ich war sehr begeistert von Hubris, da habe ich gar nicht so viel erwartet. Das hatte natürlich fantastische, bombastische Grafik, aber auch die ganzen Spielmechaniken funktionierten. Das Schießen dort machte einfach Spaß. Das ist in Journey to Foundation leider nicht so. All das, finde ich, kann man aber verkraften, wenn man einfach Lust hat auf die Story. Und das zu erleben, kann man das machen. Das Problem, was die PlayStation VR 2 Version hat, ist mir sofort beim ersten Mal aufgefallen. Ihr könnt nämlich selbstverständlich Free Locomotion und auch Smooth Rotation wählen. Und sobald ihr euch bewegt, wird es aber ruckelig. Ja, tatsächlich ruckelt das Bild. Wenn ihr nach vorne und nach hinten geht, ruckelt sichtbar das Bild vor euch. Ich habe sowas auf einer PlayStation, generell auf einer PlayStation VR und auf einer PlayStation VR 2 im Besonderen quasi noch nie erlebt. Und das ist konstant. Das ist nicht nur einmal oder so, das gehört einfach dazu. Keine Ahnung, was die Entwickler da gemacht haben. Außerdem scheint es irgendein Problem bei der Stereoskopie zu geben in dem Spiel. Auch das ist mir noch nie begegnet. Ich habe später, um weiterspielen zu können, ich habe nämlich nach der ersten Session einfach knallhart Motion Sickness bekommen. Das war das erste Mal seit 7 Jahren, seit ich VR benutze, weil ich einfach überhaupt nicht glauben konnte, dass es so ein technisches Problem mit der PlayStation VR 2 Version gibt, dass ich einfach weitergespielt habe, eine Stunde, mit dem Ruckeln, und dann musste ich aufhören, weil ich einfach nicht mehr konnte. Der Abend war für mich gelaufen. Am nächsten Tag habe ich dann mit Teleport und Snapturn weitergespielt. Der Teleport ist übrigens auch aus der Hölle. Der übliche Bogen mit einem Kreis irgendwie klappt sich ganz langsam aus und benimmt sich irgendwie lame. Aber das Problem ist, dass ich trotzdem irgendwie nach einer Zeit Kopfschmerzen bekommen habe, denn das Bild hat irgendwas Komisches. Insgesamt ist es eigentlich nicht bemerkenswert unscharf, aber ich hatte auch immer Probleme, was zu fokussieren. Ich weiß leider nicht, woran das liegt. Das ist mir nämlich so noch nicht untergekommen, aber das war auch eine Geschichte, die mir einfach jetzt so begegnet ist in diesem Spiel. Das heißt, ich habe mir echt das Problem, euch das in irgendeiner Art und Weise zu empfehlen. Für 34,99 liefert es einfach als normales Spiel überhaupt nicht ab, wie es 34,99 Spiele normalerweise tun könnten. Auf der PlayStation an sich macht das jetzt eh keine besondere Figur. Da ist es halt Durchschnitt. Ein guter Mobilport, ja, mit entsprechend aufgebohrter Grafik. Aber die technischen Probleme sorgen dafür, dass ich einfach eine komplette Warnung aussprechen muss. Wenn ihr dieses Spiel spielt, seid ihr in großer Gefahr, wirklich euch unangenehm zu fühlen und Motion Sickness zu bekommen. Mir ist es zumindest passiert. Jeder andere reagiert natürlich anders. Ich hoffe auch inständig, dass die Entwickler das auf dem Zettel haben. Ich habe Feedback gegeben, konnte aber leider keine Reaktion darauf mehr verzeichnen. Ich hoffe nämlich, dass vor Release noch ein Patch kommt, der zumindest die technischen Probleme rausnimmt. Also bis das nicht erledigt ist, muss ich hier wirklich leider eine komplette Kaufwarnung aussprechen. Es geht nicht anders. Ich bleibe aber dran und gucke mir das an. Wenn ein Patch kommt, der zumindest die technischen Probleme löst, dann werde ich euch halt gerne Bescheid sagen. Bis dahin muss ich leider sagen, Finger weg von Journey to Foundation. Das ist der erste Fall, der mir unterkommt, wo ich auch nicht sagen kann, das ist jetzt nicht mein Geschmack, das und das gefällt mir nicht. Nur ich ganz klar sagen muss, das ist kein gutes Spiel. Was es will, ist nett, aber es ist ernsthaft schlecht umgesetzt und hat technische Probleme, die in VR relevant sind. Jetzt bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Vor allen Dingen, ich hatte jetzt nicht die Gelegenheit, mal in die entsprechende Quest-Version reinzugucken. Vielleicht geht es der technisch total gut. Das weiß ich nicht. Falls einer die Möglichkeit hatte, schreibt mir das mal bitte und den anderen in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Ich bleibe dran und informiere euch, wenn sich da irgendwas verändert an der Front. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr mir unter diesem Video hier ein Däumchen gebt. Und damit bin ich erstmal draußen. Bis dann, so von VR.
immer für euch da. Bye bye.